In diesem Video möchte ich einmal über Wahrscheinlichkeiten sprechen und über eines der zwei grundlegenden Gesetze, die den automatischen Handel so sinnvoll machen. Und zwar handelt es sich hierbei um das Gesetz der Rückkehr zum Durchschnitt. Der Durchschnitt wird in diesem Fall dargestellt von dieser Linie. Die rote Linie symbolisiert den durchschnittlichen Preis von 5000 Kerzen. Und immer wenn wir unterhalb dieser Linie sind, dann möchten wir kaufen und oberhalb der Linie möchten wir verkaufen. Denn es ist davon auszugehen, dass sich die extremen Preise immer wieder in Richtung des Durchschnitts bewegen. Und das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. Das bedeutet für uns, wir können uns darauf verlassen, dass es tatsächlich so etwas gibt wie einen Langzeittrend. Und wir haben ja mal irgendwann gehört, dass der Trend unser Freund ist. Und wann immer wir Ausbrüche haben, das heißt, wenn sich die Preise von diesen durchschnittlichen Preisen sehr weit weg bewegen, dann macht es Sinn, eine Position zu eröffnen, und zwar wieder in diese Richtung zum durchschnittlichen Preis. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was ist denn sinnvoll für den durchschnittlichen Preis? Sollen wir uns da 5 Kerzen, 10 Kerzen oder 100 Kerzen anschauen? In meinem Fall habe ich hier in den Einstellungen eingebaut, dass ich die Anzahl der Kerzen auswählen kann. Der Standardwert wäre 50.000 Kerzen. Ich habe hier 5.000 gewählt und ich habe das vorher auch schon mal mit einem Massentest ausprobiert. Und bis jetzt scheint meine Idee ganz gut aufzugehen. Hier handeln wir gerade das aktuelle Jahr bis zum 28.06.2022. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal und schauen uns an, wie sich das weiterentwickelt. Und das sieht alles ganz gut aus. Wenn das Ende des Testzeitraums erreicht ist, dann sollten wir auch ein entsprechendes Ergebnis sehen. Ich habe das extra nicht so lang gemacht. Es geht diesmal nur um ein Jahr. Aber tatsächlich habe ich in den letzten Tagen sehr häufig komplette 20 Jahre damit durchgehandelt, um herauszufinden, wie stabil dieses System funktioniert. Denn das soll mein nächstes System werden, welches ich auch schon seit einigen Tagen auf einem von meinen Echtgeldkonten einsetze. Hier bei so einem Strategietest, da läuft das alles ziemlich schnell ab, aber man kann schon erkennen, alles in allem werden hier sehr viele Positionen eröffnet. Man könnte das also von Hand so in der Art gar nicht handeln. So, ich denke, dass jetzt gleich unser System zum Ende kommt und wir ein Ergebnis sehen dürften. Und dann können wir uns auch mal die Details dazu anschauen. Denn viele Leute verlassen sich nur auf eine Handvoll Positionen und ein Ergebnis, das basierend auf den Erkenntnissen von weniger als 1000 Positionen beurteilt wird, ist für mich kein System. Gucken wir uns mal das Ergebnis an. Dann sehen wir hier, dass wir insgesamt 1147 Trades gemacht haben. Wir haben einen Nettoprofit von $999,74 gemacht. Und so stellt man sich ein lineares Wachstum vor. Allerdings dieser Drawdown hier, der ist der Punkt, wo die meisten Leute ihr System zumachen. Und nur wenn man sowas mal vorher getestet hat, dann ist man auch in der Lage, in solchen Situationen hier das eigene System auszuhalten, ohne es zu manipulieren. Und jetzt kann ich das Ganze hier mal verändern. Und dann testen wir das einfach mal für das Jahr davor. Dann sollte ich das hier auch richtig machen. Stellen wir das mal auf Vollgas, dann geht das innerhalb von wenigen Sekunden. Und wie Sie sehen, ist manchmal eine ganz einfache Einstiegslogik die bessere Möglichkeit, um herauszufinden, ob ein System funktioniert. Dieses hier funktioniert außerdem noch mit einer zufälligen Komponente. Das bedeutet, wenn ich 100 Testdurchläufe mache, dann bekomme ich 100 unterschiedliche Ergebnisse. Aber alle diese Ergebnisse helfen mir dabei, die Stabilität meines Systems zu testen. Und so kann man an einem verregneten Samstagnachmittag einfach mal viele 100 Tests durchlaufen lassen. Und das alles geht mit sehr wenig Aufwand. Das Einzige, was Sie dazu brauchen, ist ein automatisches System. In diesem Fall hat das nicht so gut funktioniert wie im Jahr davor, weil es eine ganze Zeit lang hier diesen Drawdown gegeben hat. Im Endergebnis haben wir wieder ungefähr $1000 gemacht und der Grund dafür ist,
dass das der Wert ist, den ich für meinen Break-Even-Stop hier eingesetzt habe, um das System gegen Verluste abzusichern. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie das Gesetz zur Rückkehr zum Durchschnitt mit einfachen, gleitenden Durchschnitten für sich ausnutzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.